Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich jetzt mit der Lucia aus der Schweiz reden kann, von der Young Caritas Schweiz. Und wir wollen ja gerne so ein bisschen wissen, wie ist denn die Situation in den einzelnen europäischen Ländern? Und da würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Und ich fange mal Ja, an. Wie arbeitest du denn gerade im Moment? Bist du im Homeoffice, im Büro? Wie lange bist du schon im Homeoffice? Wie ist so deine Arbeitssituation? ja, also jetzt gerade noch bin ich im Homeoffice. Heute der letzte Tag. Ab nächster Woche gehen wir dann wieder zurück ins Büro. Ähm, ja, und seit wann? Seit Mitte März, ich glaube so um den 15. rum, das Datum ist mir schon wieder ein bisschen entfallen, sind die letzten paar Wochen, sind für mich nicht mehr so klar in einzelne Wochen unterteilt wie vorher, sondern das wird so eine große Zeit. Ähm, Ja, genau. Wir sind eigentlich, die meisten aus unserem Team sind im Homeoffice. Mhm. Nur noch jemand arbeitet im Büro und die hat jetzt das ganze Büro für sich alleine. Das ist Mhm. natürlich auch praktisch so. Ja. Genau. Was war denn für dich die größte Herausforderung in den letzten Wochen? Verschiedene kleinere Herausforderungen, würde ich jetzt mal sagen. Was ich gemerkt habe, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte, ist, dass wie viel eigentlich auch so einfach über ganz kurze Fragen über den Tisch abläuft. Also so nur kurz rückfragen, wollen wir es so machen oder vielleicht doch lieber so. Und so die ganzen kleinen Fragen quasi, die werden jetzt plötzlich alle größer, weil man die dann per Mail oder per Telefon besprechen muss und nicht mehr kurz über den Tisch so zurückfragen. Ich glaube, das habe ich am Anfang ganz schön gemerkt. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähnliche Sachen wie wahrscheinlich die meisten. Also so, wie funktioniert jetzt Zoom oder doch lieber mit Teams oder vielleicht Skype? Wie kann ich jetzt da neue Leute einladen? Wie teile ich meinen Bildschirm? So, glaube ich, die üblichen Fragen schon. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich habe mich eigentlich ganz schnell auch an die Homeoffice-Situation gewöhnt. Ich bin jetzt Mhm. froh, nimmt es bald ein Ende, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt auch. Ja. Mhm. Gibt es denn in der ganzen Zeit jetzt mit zu Hause bleiben und so auch eine schöne Erfahrung? Also wo du sagst, das endlich konnte ich mal irgendwas tun oder so oder irgendeinen schönen Moment? Ja, also die paar Minuten, die ich morgens später aufstehen kann, die genieße ich schon sehr, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ähm, und ansonsten denke ich, oder fand ich es wie generell einfach spannend, was auch für neue Ideen entstehen können, wenn man plötzlich gezwungen ist, umzudenken, irgendwie neue Formate oder einfach neue Sachen auszuprobieren. Und so persönlich genieße ich sehr, ich wohne gerade am Fluss, also vor meiner Tür hier ist alles grün Mhm. und so wie viel Zeit zu haben, auch in der Pause mal kurz rauszugehen, ein paar Minuten zu laufen, ein bisschen am Fluss zu spazieren, das genieße ich auch, muss ich sagen. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da hätte ich echt drauf verzichten können? Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht oder was dich irgendwie genervt hat. Ich weiß gar nicht, wie streng war es denn bei euch? Also gab es irgendwie so, dass du dachtest, boah, was sind das hier für Zustände? Oder genau, gibt es irgendwas, wo du sagst, da hätte ich echt drauf verzichten können? Also bei uns war es so, es war nie eine totale Ausgangssperre, man durfte quasi noch raus, aber einfach ohne andere Leute zu sehen oder mit 2 Meter Abstand auf jeden Fall zu anderen Menschen. Das heißt, genau das nach draußen gehen ging noch. Das hat mir ganz viel erleichtert. Was ich jetzt wirklich gar nicht gebraucht hätte, so Einkaufssituationen fand ich schon tough, weil ich hatte das Gefühl, auch die Stimmung ist viel angespannter und Leute im Coop oder Mikro sind eher gereizt oder ein bisschen aggressiv. Ja, da war ich froh, wenn ich nur so wenig wie möglich einkaufen gehen konnte. Ja, und was ich einfach schade finde, super schade, sind die abgesagten Events. Also natürlich total klar, dass das im Moment nicht funktioniert oder nicht so möglich ist, aber sowohl von unseren eigenen, also Young Caritas Veranstaltungen, die wir absagen mussten, wie auch Konzerte oder Festivals, die geplant gewesen werden, privat. Ja, das ist einfach, das finde ich super schade. Ja.
Wie hat sich denn die Arbeit für euch als Young Caritas verändert? Und vielleicht gab es denn auch irgendwie, gibt es denn eine Chance vielleicht für die Young Caritas, die jetzt aus der Situation entsteht? Also ist irgendwas Neues entstanden? Ja, also ganz grundsätzlich ist die Arbeit weitergegangen. Ja, alles, was eng mit Menschen zu tun hat, da ist zum Beispiel Projekte mit Freiwilligen oder ein großer Themenabend, auch Schulbesuche, das ist natürlich alles ausgefallen. Dafür war mehr Zeit für so Hintergrundarbeit oder alles, was hinter den Kulissen noch passiert. Neue Konzepte überlegen, umsortieren, die Webseite neu denken, verschiedene Sachen. Ja, und also es sind schon auch neue Sachen entstanden. Zum Beispiel haben wir gerade durch das, dass all die Schulbesuche ausgefallen sind, haben wir eine Lutstorch-Challenge, heißt die, entwickelt, das in Homeschooling-Auftrag. Da konnten dann Leute Texte einsenden. Genau. Oder der Themenabend, der ausgefallen ist, den werden wir verschieben, ist aber im Moment noch unbekannt, das neue Datum. Aber wir sind jetzt mit einer Gruppe von Freiwilligen, einer Aktionsgruppe dran, uns ein neues Format auszudenken. Oder es ist schon so, die Startlöcher kommen immer näher, wie wir dann die Inhalte quasi, die wir da auch vermitteln wollten, zu jeder und jedem nach Hause transportieren können auf eine spannende Art. Genau. Sag nochmal mit den Schulen, was macht ihr da genau? Also du hast gerade was erzählt, ihr habt ein Projekt mit Schulen und ich habe nicht Genau, genau verstanden, was ihr da macht. Ja, das war ein Aufruf oder eine Challenge. Und zwar ging es um das Thema Stay Home oder zu Hause bleiben und Zugang zu Internet. Und es ging wie um die Thematik, dass nicht alle Menschen den Zugang zum Internet überhaupt haben oder den nutzen können. Und das war ein Gedankenexperiment eigentlich. Und der Auftrag war, überleg dir, wie es für dich wäre, wenn du den Zugang nicht hättest. Oder was würdest du jetzt machen ohne das Internet? Und die Aufforderung war dann, kreative Texte oder Ideen einzureichen zu dem Thema. Genau. Und das konnten wir Lehrpersonen, bei denen wir andernfalls vorbeigegangen wären und einen Workshop oder einen Input gemacht hätten, konnten das dann zum Beispiel einbauen. Ja, glaubst du denn, dass das, wie hast du den Eindruck, hat es eine Auswirkung auf die Gesellschaft? Diese Zeit jetzt, diese Corona-Phase, wird sich irgendwas verändern dadurch? Wie nimmst du das wahr oder wie schätzt du das ein? Kannst du mir vorstellen oder zumindest hoffe ich es in gewisser Weise auch, weil ich glaube, durch das, dass gerade so viele Konsummöglichkeiten auch eingeschränkt sind, kann ich mir vorstellen, dass viele Leute auch sich momentan mehr darauf konzentrieren, okay, was ist denn mir wichtig oder was brauche ich wirklich? Ich glaube, und unter so dem Begriff Systemrelevanz haben sich auch viele Diskussionen schon aufgetan, wo zumindest teilweise, denke ich, auch sehr wichtige Arbeit stärker anerkannt wird, als sie früher anerkannt worden ist. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass in die Richtung schon auch eine Veränderung möglich ist oder so angestoßen werden kann. Aber ich glaube, es braucht wie ganz viel auch dranbleiben oder viel Engagement, gerade jetzt, wenn es langsam wieder lockerer wird, dass es wie nicht einfach so macht und wir sind zurück im Zustand von vorher, sondern dass sich da auch was ändern kann. Gerade auch zum Beispiel, wenn wir an Transportmittel und Wege denken, die jetzt viel eingeschränkter sind als zuvor und dass sich da vielleicht auch Gedanken regen von, was brauche ich überhaupt, was will ich weiterhin und auf was könnte ich wirklich eigentlich verzichten, und es spielt gar nicht so eine Rolle. An was werden wir uns denn erinnern, so in 10 oder 20 Jahren, wenn es irgendwie darum geht, das Jahr 2020? An was denken wir dann immer noch zurück? Gute Frage. Wahrscheinlich je nach Ebene an unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel spielen wir in der WG jetzt ganz oft Gesellschaftsspiele am Abend. Ich glaube, an die werde ich mich auf jeden Fall erinnern.
Ja, wahrscheinlich auch an das Gefühl von nicht mehr alle Möglichkeiten offen zu haben, sondern wie stärker wieder Rücksicht nehmen zu müssen oder auch zu dürfen können. Ja, ich glaube so an solche Sachen. Mhm. Mhm. Gibt es denn irgendwas, du hast schon gesagt, Gesellschaftsspiele habt ihr jetzt mehr gespielt. Gibt es irgendwas, was du für dich entdeckt hast, was vielleicht so ein Tipp ist? Also wo du irgendwie sagen könntest, Leute, was weiß ich, dieses Buch, diesen Podcast, dieses Rezept oder irgendwas, was du quasi so eine Entdeckung, wo du irgendwie sagst, die könntest du mit uns teilen. Mhm. Vielleicht zwei. Also ich glaube, meine erste Entdeckung ist Rummikub. Das ist so ein Gesellschaftsspiel, geht auch nur, wenn man nur zu zweit ist. Oder mit vielen und ist ein wunderbarer Zeitvertreib. Ist überhaupt nicht anstrengend, weder für Kopf noch für Körper. Einfach, wenn man abends noch irgendwas machen will und mal weg vom Bildschirm. Das kann ich sehr empfehlen. Und zweitens, so den Balkon begrünen. Ich glaube, da bin ich im Moment nicht die Einzige oder so dem Ansturm auf Gartencenter zufolge. Aber das haben wir uns schon lang vorgenommen. Letztes Jahr hat es dann nicht so geklappt und so hat es sich immer hingezogen und jetzt blüht da alles. Oder ist zumindest schon mal sehr grün. Ja, das hat mich beschäftigt gehalten oder frohen Mutes auch gehalten. So. Letzte Frage. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, also das muss ich unbedingt noch erzählen? Blöd, dass du das nicht gefragt hast. Hast du eine Idee, was du noch quasi gern erzählen würdest? Irgendeine Begebenheit oder irgendwas? Nee, jetzt gerade? Nee, muss nicht, Glaube ich, nur haben so. wir schon. Ja, genau, weil man fragt ja immer das Gleiche und dann denkt man vielleicht im Vorfeld, das muss ich unbedingt erzählen und dann hat es keiner gefragt. Ja, hey, vielen Dank. Sehr spannend. Genau. Und ja, gerne. Danke für die Fragen.